Guten Tag, ich habe mir ein neues E-Bike gekauft. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch. Wie kann ich helfen? Ich habe Angst, dass es gestohlen wird. Fahrraddiebstahl ist tatsächlich sehr häufig in Deutschland. Was kann ich dagegen tun? Eine Fahrradversicherung schützt Sie finanziell davor. Was genau deckt diese Versicherung ab? Sie deckt Diebstahl, Vandalismus und Unfallschäden ab. Ist auch der Akku meines E-Bikes versichert? Ja, der Akku ist normalerweise mitversichert. Brauche ich ein bestimmtes Schloss für den Diebstahlschutz? Ja, ein zertifiziertes Schloss ist meistens Voraussetzung. Was passiert, wenn das Fahrrad aus der Garage gestohlen wird? Das ist genauso versichert wie ein Diebstahl von der Straße. Deckt meine Hausratversicherung nicht schon etwas ab? Sie deckt oft nur einen Diebstahl aus der Wohnung ab. Wie hoch sind die monatlichen Kosten? Das hängt vom Wert Ihres Fahrrads ab. Können Sie mir ein Beispiel geben? Für ein Fahrrad im Wert von 2000 Euro zahlen Sie etwa 12 Euro. Wie melde ich das Fahrrad an? Sie geben den Kaufbeleg und die Rahmennummer an. Was brauche ich nach einem Diebstahl? Sie brauchen eine Anzeige bei der Polizei. Wie schnell bekomme ich eine Entschädigung? Meistens innerhalb von wenigen Wochen. Das klingt nach einem sehr sinnvollen Schutz. Ja, besonders bei teuren E-Bikes lohnt sich das. Ich möchte mein E-Bike gerne versichern. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne, lassen Sie uns das gleich erledigen. Guten Tag, ich habe letzte Woche einen Hund adoptiert. Guten Tag, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Hund. Eine Freundin hat mir von einer Pflichtversicherung erzählt. Ja, in manchen Bundesländern ist sie gesetzlich vorgeschrieben. Gilt das auch in meinem Bundesland? Das hängt davon ab, wo genau Sie wohnen. Was passiert, wenn mein Hund jemanden verletzt? Genau dafür gibt es die Tierhalterhaftpflicht. Was deckt diese Versicherung ab? Sie deckt Schäden ab, die Ihr Hund anderen zufügt. Was ist, wenn mein Hund etwas beschädigt? Auch Sachschäden sind durch die Versicherung abgedeckt. Spielt die Hunderasse eine Rolle beim Preis? Ja, manche Rassen gelten als risikoreicher. Was bedeutet risikoreicher in diesem Fall? Größere oder kräftigere Hunde kosten oft mehr. Wie hoch sind die monatlichen Kosten? Meistens zwischen 5 und 15 Euro. Was ist nicht versichert? Absichtlich verursachte Schäden sind nicht versichert. Wie melde ich meinen Hund an? Sie geben Rasse, Alter und Wohnort an. Was passiert nach einem Vorfall? Sie melden den Vorfall sofort der Versicherung. Wie schnell reagiert die Versicherung? Meistens innerhalb weniger Werktage. Das beruhigt mich wirklich. Das freut mich zu hören. Ich möchte diese Versicherung für meinen Hund abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Viel Freude mit Ihrem neuen Hund. Guten Tag, meine Katze war letzte Woche plötzlich krank. Guten Tag. Das tut mir leid zu hören. Die Tierarztrechnung war sehr hoch. Wie viel hat die Behandlung gekostet? Insgesamt 500 Euro. Das ist tatsächlich sehr viel Geld. Ja, ich war total überrascht. Eine Tierkrankenversicherung kann solche Kosten abdecken. Was genau deckt diese Versicherung ab? Sie deckt Tierarztbesuche, Operationen und Medikamente ab. Sind auch Notfallbehandlungen versichert? Ja, Notfälle sind ebenfalls abgedeckt. Gibt es eine Wartezeit vor der ersten Nutzung? Ja, die Wartezeit beträgt meistens einen Monat. Was ist nicht versichert? Vorerkrankungen sind meistens ausgeschlossen. Sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen auch versichert? Das hängt vom gewählten Tarif ab. Wie hoch sind die monatlichen Kosten? Das hängt von Alter und Rasse des Tieres ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Für eine junge Katze zahlen Sie meistens etwa 15 Euro.
Gibt es eine jährliche Höchstgrenze? Ja, die meisten Tarife haben ein Jahreslimit. Wie funktioniert die Erstattung? Sie bezahlen zuerst und reichen die Rechnung ein. Kann ich auch ältere Tiere versichern? Ja, ältere Tiere können ebenfalls versichert werden. Das klingt nach einer sehr sinnvollen Versicherung. Ja, besonders bei unerwarteten Tierarztkosten. Ich möchte meine Katze gerne versichern. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne. Ich hoffe, Ihrer Katze geht es bald besser. Guten Tag, meine Familie hatte letztes Jahr eine Beerdigung. Guten Tag, das tut mir leid zu hören. Die Kosten waren wirklich sehr hoch. Beerdigungen sind in Deutschland tatsächlich oft teuer. Ich möchte das meiner eigenen Familie ersparen. Genau dafür gibt es die Sterbegeldversicherung. Was deckt diese Versicherung ab? Sie deckt die Kosten für Beerdigung und Bestattung ab. Wie funktioniert die Auszahlung? Das Geld wird direkt an die Familie ausgezahlt. Kann es auch direkt an das Bestattungsunternehmen gehen? Ja, das ist ebenfalls möglich. Wie hoch ist die typische Versicherungssumme? Meistens zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Wie viel kostet diese Versicherung monatlich? Das hängt von Ihrem Alter beim Vertragsabschluss ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Mit 50 Jahren zahlen Sie meistens etwa 20 Euro. Was passiert, wenn ich sehr alt werde? Die Versicherung bleibt bis zum Lebensende gültig. Baut die Versicherung auch einen Wert auf? Ja, manche Tarife bauen über Jahre einen Wert auf. Beeinflussen Vorerkrankungen den Vertrag? Bei manchen Tarifen müssen Sie Gesundheitsfragen beantworten. Wie bestimme ich, wer das Geld bekommt? Sie benennen eine begünstigte Person im Vertrag. Kann ich diese Person später ändern? Ja, Sie können die begünstigte Person jederzeit ändern. Das gibt mir wirklich ein gutes Gefühl. Das freut mich sehr zu hören. Ich möchte diese Versicherung für meine Familie abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute. Gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Guten Tag, ich habe gestern mein erstes Auto gekauft. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Auto. Ich wollte es heute anmelden, aber es gab ein Problem. Was genau war das Problem? Die Zulassungsstelle wollte einen Versicherungsnachweis sehen. Ja, ohne Versicherung können Sie das Auto nicht anmelden. Das wusste ich leider nicht. In Deutschland ist eine Kfz-Haftpflicht für jedes Auto Pflicht. Was genau deckt diese Versicherung ab? Sie deckt Schäden ab, die Sie mit Ihrem Auto anderen verursachen. Können Sie mir ein Beispiel geben? Wenn Sie ein anderes Auto rammen, zahlt die Versicherung den Schaden. Deckt sie auch Schäden an meinem eigenen Auto? Nein, Ihr eigenes Auto ist dadurch nicht versichert. Was passiert, wenn ich ohne Versicherung fahre? Das ist illegal und führt zu hohen Strafen. Wie wird der Preis der Versicherung berechnet? Der Preis hängt von Ihrem Alter und Ihrer Fahrerfahrung ab. Was ist die Schadenfreiheitsklasse? Das ist ein System, das unfallfreies Fahren belohnt. Wie funktioniert dieses System genau? Je länger Sie unfallfrei fahren, desto günstiger wird die Versicherung. Spielt der Wohnort auch eine Rolle? Ja, manche Regionen haben höhere Unfallraten. Was brauche ich für die Anmeldung der Versicherung? Sie brauchen Ihren Führerschein und die Fahrzeugdaten. Bekomme ich danach sofort eine Bestätigung? Ja, Sie erhalten eine elektronische Versicherungsbestätigung. Brauche ich diese Bestätigung für die Zulassungsstelle? Ja, genau diese Bestätigung müssen Sie dort vorlegen. Was mache ich, wenn ich einen Unfall verursache? Sie melden den Unfall sofort Ihrer Versicherung. Was passiert mit meiner Schadenfreiheitsklasse danach? Nach einem selbstverursachten Unfall verschlechtert sich Ihre Klasse. Folgt die Versicherung dem Auto oder mir als Fahrer? Die Versicherung ist an das Fahrzeug gebunden, nicht an Sie.
Das heißt, wenn ich das Auto verkaufe, endet die Versicherung? Genau, der neue Besitzer muss eine eigene Versicherung abschließen. Jetzt verstehe ich das System viel besser. Das freut mich sehr zu hören. Können Sie mir jetzt bei der Anmeldung helfen? Sehr gerne. Lassen Sie uns das gleich erledigen. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute. Gerne. Viel Freude mit Ihrem neuen Auto. Guten Tag. Gestern ist mir auf der Autobahn etwas passiert. Guten Tag, was genau ist passiert? Ein Stein hat meine Windschutzscheibe getroffen. Das tut mir leid zu hören. Ist die Scheibe kaputt? Ja, es ist ein großer Riss entstanden. Haben Sie schon Ihre Versicherung kontaktiert? Ja, aber Sie sagten, das ist nicht abgedeckt. Haben Sie nur eine Kfz-Haftpflicht? Ja, ich habe nur die Pflichtversicherung. Genau deshalb wird der Schaden nicht übernommen. Was würde diesen Schaden denn abdecken? Eine Teilkaskoversicherung würde das abdecken. Was genau deckt eine Teilkasko ab? Sie deckt Diebstahl, Feuer, Sturm- und Glasschäden ab. Wäre meine Windschutzscheibe also versichert gewesen? Ja, genau dieser Schaden ist ein klassischer Fall. Deckt sie auch Schäden durch Tiere? Ja, Wildunfälle sind ebenfalls eingeschlossen. Was ist mit selbst verursachten Unfällen? Diese sind durch die Teilkasko nicht abgedeckt. Wie unterscheidet sich der Preis von der Haftpflicht? Teilkasko ist meistens etwas teurer als die reine Haftpflicht. Gibt es eine Selbstbeteiligung bei einem Schaden? Ja, meistens müssen Sie einen Teil selbst bezahlen. Wie hoch ist diese Selbstbeteiligung normalerweise? Sie liegt oft zwischen 150 und 300 Euro. Beeinflusst die Selbstbeteiligung den monatlichen Preis? Ja, eine höhere Selbstbeteiligung senkt den monatlichen Beitrag. Wie melde ich jetzt meinen Glasschaden? Sie können das ganz einfach online melden. Lohnt sich Teilkasko auch für ältere Autos? Das hängt vom aktuellen Wert des Autos ab. Was würden Sie mir für mein Auto empfehlen? Bei Ihrem Autoalter würde ich Teilkasko klar empfehlen. Ich möchte gerne sofort wechseln. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute. Gerne. Ich kümmere mich gleich um den Wechsel. Guten Tag, ich habe mir letzten Monat ein neues Auto gekauft. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Auto. Letzte Woche ist mir leider etwas passiert. Was genau ist passiert? Ich habe das Auto in der Garage verkratzt. Das ist wirklich ärgerlich. War es Ihre eigene Schuld? Ja, ich bin selbst dagegen gefahren. In diesem Fall hilft eine Vollkaskoversicherung. Was ist der Unterschied zur Teilkasko? Vollkasko deckt zusätzlich selbst verursachte Schäden ab. Wäre mein Kratzer also versichert gewesen? Ja, genau solche Schäden deckt die Vollkasko ab. Deckt sie auch Vandalismus ab? Ja, Vandalismus ist ebenfalls eingeschlossen. Wie teuer ist Vollkasko im Vergleich zu Teilkasko? Vollkasko ist deutlich teurer als die Teilkasko, Warum ist der Preisunterschied so groß? weil die Versicherung viel mehr Risiken übernimmt. Für wen lohnt sich Vollkasko besonders? Vollkasko lohnt sich besonders für neue oder geleaste Autos. Wann lohnt sich Vollkasko nicht mehr? Bei sehr alten Autos lohnt sich Vollkasko meistens nicht, Warum lohnt sie sich bei alten Autos nicht? weil der Autowert oft niedriger ist als die jährlichen Kosten. Gibt es auch eine Selbstbeteiligung bei Vollkasko? Ja, auch hier zahlen Sie einen Teil selbst. Wie hoch ist diese Selbstbeteiligung meistens? Sie liegt oft zwischen 300 und 500 Euro. Was passiert mit meiner Schadenfreiheitsklasse nach einem Schaden? Nach einem Schaden verschlechtert sich Ihre Klasse meistens. Kann ich später von Vollkasko zu Teilkasko wechseln? Ja, ein Wechsel ist jederzeit zum Vertragsende möglich. Wie melde ich meinen aktuellen Kratzer? Sie können den Schaden direkt online oder telefonisch melden. Empfehlen Sie mir Vollkasko für mein neues Auto? Ja,
Bei einem neuen Auto würde ich das klar empfehlen. Dann möchte ich gerne zu Vollkasko wechseln. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für die ausführliche Beratung. Gerne. Ich kümmere mich gleich um Ihren Vertrag. Guten Tag, eine Kollegin von mir kann nicht mehr arbeiten. Guten Tag. Das tut mir leid zu hören. Was ist passiert? Sie hat ein chronisches Rückenproblem entwickelt. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Sie hat jetzt große finanzielle Probleme. Hatte sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Nein, leider hatte sie keine. Genau für solche Fälle gibt es diese Versicherung. Was genau deckt eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab? Sie zahlt eine monatliche Rente, wenn Sie nicht mehr arbeiten können. Reicht die staatliche Unterstützung nicht aus? Die staatliche Unterstützung ist meistens sehr gering. Wie wird die Höhe der Rente berechnet? Sie wählen die Höhe selbst bei Vertragsabschluss. Wie lange wird diese Rente gezahlt? Sie wird bis zur Genesung oder bis zur Rente gezahlt. Was bedeutet berufsunfähig in diesem Zusammenhang? Es bedeutet, dass Sie Ihren aktuellen Beruf nicht mehr ausüben können. Muss ich komplett arbeitsunfähig sein? Nein, es reicht, wenn Sie Ihren speziellen Beruf nicht mehr ausüben können. Warum sollte ich diese Versicherung jung abschließen? Junge und gesunde Menschen bekommen meistens bessere Konditionen. Was passiert, wenn ich später Gesundheitsprobleme bekomme? Dann wird der Vertragsabschluss schwieriger oder teurer. Muss ich beim Antrag Gesundheitsfragen beantworten? Ja, Sie müssen ehrliche Angaben zu Ihrer Gesundheit machen. Was passiert, wenn ich falsche Angaben mache? Das kann später zur Verweigerung der Zahlung führen. Wie hoch sind die monatlichen Kosten ungefähr? Das hängt von Ihrem Alter, Beruf und Gesundheit ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Für eine junge, gesunde Person beginnt es oft bei 30 Euro. Spielt mein Beruf eine große Rolle beim Preis? Ja, risikoreichere Berufe zahlen oft deutlich mehr. Das gibt mir wirklich viel zu denken. Viele Menschen unterschätzen dieses Risiko leider. Ich möchte mich jetzt selbst absichern. Das ist eine sehr kluge Entscheidung. Können wir gleich mit dem Antrag beginnen? Sehr gerne. Lassen Sie uns das jetzt machen. Guten Tag, ich bin vor kurzem Vater geworden. Guten Tag. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kind. Außerdem haben wir gerade ein Haus gekauft. Das ist wirklich eine aufregende Zeit für Sie. Ja, aber ich mache mir auch Sorgen. Was genau macht Ihnen Sorgen? Was passiert mit meiner Familie, wenn mir etwas passiert? Genau dafür gibt es die Risikolebensversicherung. Was deckt diese Versicherung ab? Sie zahlt eine feste Summe, wenn Sie sterben. An wen wird das Geld ausgezahlt? Das Geld geht an die von Ihnen gewählte Person. Kann ich meine Frau als Begünstigte angeben? Ja, Sie können Ihre Frau jederzeit als Begünstigte angeben. Wie wird die Höhe der Summe festgelegt? Sie wählen die Summe basierend auf Ihren finanziellen Verpflichtungen. Was bedeutet das für meine Hypothek? Die Summe sollte idealerweise Ihre Hypothek vollständig abdecken. Wie lange läuft eine solche Versicherung normalerweise? Die meisten Verträge laufen zwischen 10 und 30 Jahren. Was passiert, wenn ich die Laufzeit überlebe? Dann endet der Vertrag einfach ohne Auszahlung. Bekomme ich dann meine gezahlten Beiträge zurück? Nein, bei dieser Versicherung gibt es keine Rückzahlung. Warum ist das so? Diese Versicherung ist reiner Schutz ohne Sparanteil. Beeinflusst mein Alter den Preis stark? Ja, je jünger Sie sind, desto günstiger ist der Beitrag. Spielt Rauchen auch eine Rolle beim Preis? Ja, Raucher zahlen meistens deutlich höhere Beiträge. Wie hoch sind die monatlichen Kosten ungefähr? Für einen jungen, gesunden Nichtraucher beginnt es sehr günstig. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Für 100.000 Euro Absicherung zahlen Sie oft nur 10 Euro. Das ist wirklich günstig für so viel Sicherheit. Ja, deshalb ist diese Versicherung sehr beliebt bei Familien.
Ich möchte meine Familie jetzt absichern. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung. Können wir gleich die passende Summe berechnen? Sehr gerne. Lassen Sie uns das jetzt gemeinsam machen. Guten Tag, ich arbeite seit kurzem als freiberufliche Grafikdesignerin. Guten Tag. Das klingt nach einer spannenden Tätigkeit. Ein Kunde hat mich vor etwas gewarnt. Was genau hat der Kunde gesagt? Ein Fehler in einem Projekt könnte teuer werden. Das stimmt leider, das kann wirklich passieren. Wie kann ich mich davor schützen? Genau dafür gibt es die Berufshaftpflichtversicherung. Was deckt diese Versicherung ab? Sie deckt finanzielle Schäden durch berufliche Fehler ab. Können Sie mir ein Beispiel geben? Wenn Sie ein falsches Logo liefern, kann das teuer werden. Müssen alle Berufe diese Versicherung haben? Manche Berufe wie Ärzte und Anwälte sind dazu verpflichtet. Brauchen Freiberufler wie ich das auch? Ja, auch kreative Freiberufler profitieren stark davon. Was zählt als beruflicher Fehler? Falsche Beratung, verpasste Fristen oder Designfehler zählen dazu. Was passiert, wenn ein Kunde mich verklagt? Die Versicherung übernimmt die Kosten für Anwalt und Schadensersatz. Übernimmt sie auch die Gerichtskosten? Ja, Gerichtskosten sind ebenfalls eingeschlossen. Was ist nicht versichert? Absichtliches Fehlverhalten ist nicht versichert. Wie hoch sind typische Versicherungssummen? Viele Tarife bieten Schutz bis zu 1 Million Euro. Wie viel kostet diese Versicherung im Monat? Das hängt von Ihrem Berufsfeld und Umsatz ab. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Für Grafikdesigner beginnt es oft bei 15 Euro. Sollte ich die Summe an meine Projektgröße anpassen? Ja, bei größeren Projekten empfehle ich höhere Deckungssummen. Wie melde ich einen möglichen Fehler? Sie informieren die Versicherung sofort nach Bekanntwerden. Das gibt mir wirklich mehr Sicherheit für meine Arbeit. Das freut mich sehr zu hören. Ich möchte diese Versicherung jetzt abschließen. Sehr gerne. Ich zeige Ihnen jetzt die passenden Tarife. Vielen Dank für die hilfreiche Beratung. Gerne. Viel Erfolg mit Ihrer freiberuflichen Tätigkeit. If this video helped you subscribe, hit the like button and comment for daily German stories.